Eine kurze Geschichte der KI. Bereits vor dem digitalen Zeitalter, bevor Kassetten und sogar bevor Schallplatten sehr beliebt waren, wurde die Idee der künstlichen Intelligenz, auch bekannt als KI, geboren. KI wird oft als modernes Wunderwerk angesehen. Dabei ist sie ein Konzept, das über 70 Jahre alt ist. Im Jahr 1950 stellte Alan Turing, ein Pionier der Computertechnik, eine bedeutende Frage: Können Maschinen denken? Dies war der Beginn einer neuen Ära in der Technologie. Im Jahr 1956 wurde der Logic Theorist entwickelt, der als erstes KI-Programm gilt. In den 1960er und 1970er Jahren gewannen Mustererkennung und fortschrittliche Algorithmen zunehmend an Bedeutung, was den Grundstein für zukünftige Entwicklungen in der KI legte. Ende der 1990er Jahre führte das Internet zu einer Explosion der allgemein verfügbaren Daten und lieferte das Rohmaterial für fortschrittlichere KI-Algorithmen. Diese Fülle an Daten führte zum Übergang von einem wissens- zu einem datenbasierten Ansatz des maschinellen Lernens. Die 2000er Jahre waren eine entscheidende Phase, in der KI-Modelle mit höherer Komplexität wie Deep Learning aufkamen. In den 2010er Jahren wurde KI zunehmend Teil des Alltags, einschließlich der Integration virtueller Assistenten wie Cortana und Siri in Produkte. Ab 2021 rückte die generative künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. Diese Form der KI konnte schriftliche, visuelle und auditive Inhalte erstellen und Inhalte aus historischen Daten, gelernten Daten und neuen Daten generieren. Dies war der Beginn einer personalisierten, menschlicheren Interaktion mit der Technologie. Die Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI förderte diese Revolution und brachte 3 ambitionierte KI-Modelle hervor. Das erste ist GPT, Generative Pre-trained Transformer, also generative vortrainierter Transformator. Ein neuronales Netz oder Machine Learning-Modell, das wie ein menschliches Gehirn funktionieren soll. GPT generiert und versteht Inhalte in natürlicher Sprache. Das zweite ist DALL-E, ein KI-Modell, das Bilder auf der Grundlage von Textbeschreibungen generiert und die Lücke zwischen Sprache und visueller Kunst überbrückt. Das dritte ist Whisper, eine automatische Spracherkennung, ASR, das mit einem umfangreichen Datensatz von 680.000 Stunden mehrsprachiger und simultan überwachter Daten aus dem Internet trainiert wird. Diese Fortschritte in der KI haben neue Möglichkeiten eröffnet, einschließlich Microsoft Copilot, ein KI-gestütztes Produktivitätstool, das entwickelt wurde, um das alltägliche Leben zu verbessern. Es nutzt die Stärke der KI, um die Produktivität zu steigern, die Kreativität zu fördern und einen einfachen und intuitiven Umgang mit Chats zu ermöglichen. Es stellt einen alltäglichen Begleiter dar, der nur einen Chat entfernt und bereit ist, Fragen zu beantworten, Kreativität zu entfachen, Unterstützung anzubieten und vieles mehr. Und Microsoft Copilot begleitet nicht nur durch den Tag, sondern kann dank der Stärke von DALL-E auch Bilder auf Grundlage von vorgegebenen Anweisungen erstellen. Copilot ist auch mehr als nur ein Begleiter. Das Tool baut Barrieren für Softwareentwickler und Entwicklerinnen ab. Es versteht die Programmierlogik und ermöglicht es ihnen, Szenarien in jeder gewählten Sprache zu erstellen oder auszuwerten. Und das alles mit Hilfe von Stimme und Text. Von der neugierigen Frage von Turing bis hin zur Innovation der heutigen KI-Tools war es tatsächlich ein langer Weg. Aber das ist nur der Anfang. Während wir KI weiterentwickeln, ist es für alle von entscheidender Bedeutung, ihre Grundlagen zu verstehen. Wenn wir verstehen, was KI ist und wie sie funktioniert, können wir das Potenzial der Technologie nutzen und Innovation und Fortschritt fördern.